Ninh Binh, vor einem Jahr eines unserer Lieblingsorte in Vietnam. Heute mehr Verkaufsstände, höhere Preise und am Mur Cave Viewpoint ist von der Ruhe eines Naturparadieses zeitweise nicht mehr viel übrig. Ist Ninh Binh den Hype trotzdem noch wert? Und damit herzlich willkommen aus Ninh Binh. Wir stehen gerade vor der Big Dog Pagode und selbst von außen sieht das wirklich schon sehr, sehr schön aus. Also wir haben hinten einmal eine kleine Steinbrücke, dann die ganzen Felsen hier und hier vorne ein See voller Seerosen. Und wenn es von außen schon so aussieht, wie soll es erst von innen aussehen? Die schönste Jahreszeit für den See soll übrigens von Mai bis Juli sein. Wir sind leider 1-2 Monate zu früh da, aber selbst jetzt sieht es schon sehr, sehr schön aus. Vor allem beliebt ist es hier, ein Foto auf dieser Steinbrücke zu machen, denn dann hat man auch die Pagode im Hintergrund. Okay, wir gehen jetzt erstmal rein und der Eintritt ist übrigens komplett kostenlos, also ihr könnt einfach hier reingehen und braucht kein Ticket. Hier vorne beim Eingang werden auch direkt Sachen verkauft, so Souvenirs und Spielsachen und so weiter. Aber es sind solche Pfeifen oder so, Flöten, so kleine Flöten. Man muss sich hier übrigens auch bedeckt halten, also bitte lange Hose anziehen und Schultern bedecken, ansonsten müsst ihr halt solche Tücher holen und dann die einmal drüber ziehen. Die Pagode ist übrigens nicht nur einfach gebaut, sondern wirklich direkt in den Berg integriert. Sie besteht aus 3 Ebenen, also unten, Mitte und oben. Und die Mitte soll besonders schön sein, denn da hat man halb Höhe und halb Pagode. Das hier ist die erste Ebene und hier sieht man auch sehr viele Früchte. Hier haben wir zum Beispiel Jackfruits. Vorne habe ich noch Papayas gesehen und Bananen. Also ich muss auf jeden Fall sagen, es gibt wirklich sehr viele Verkäufer hier. Nicht nur auf den Ebenen, sondern auch auf dem Weg dahin. Also auf den Treppen sind sehr viele Verkäufer. Wir waren bereits letztes Jahr hier, aber da waren, glaube ich, noch nicht so viele Verkäufer. Also es kam jedenfalls nicht so rüber und man merkt schon, wie schnell sich das verändert und wie schnell solche Orte wirklich touristisch werden. Und das ist die zweite Ebene. Auf der einen Seite haben wir eine wirklich sehr schöne Aussicht und auf der Seite ein Tempel, wo man auch reingehen kann, aber bitte Schuhe ausziehen. Und die Besonderheit an dieser Ebene ist auch, kommt mal mit, man kann hier nämlich in eine Höhle reingehen. Es ist wirklich sehr dunkel gerade. Ich mache mal eine Taschenlampe an. Also man sieht jetzt wahrscheinlich gar nichts auf der Kamera, aber hier sind wirklich sehr, sehr viele Fledermäuse. Ich höre die auch die ganze Zeit. Ich sehe sie selber nicht so richtig. Und genau, man kann hier einfach durch die Höhle laufen. Hier sind auch Stellen, wo man beten kann und dann kommt man auf der anderen Seite wieder raus. Und das ist die Aussicht von der dritten Ebene. Also wirklich sehr, sehr schön über die ganzen Kalksteinfelsen. Okay, nach dem ganzen Treppensteigen müssen wir uns hier oben erstmal ein bisschen ausruhen. Aber dann geht es gleich weiter zum nächsten Spot. Auf jeden Fall können wir euch auch empfehlen, so eine Fahrradtour zu machen. Die meisten Hotels und Hostels bieten auch kostenlosen Fahrradverleih an. Und wenn ihr vor allem in Tam Quoc wohnt, könnt ihr einfach hier rumfahren und dann entdeckt ihr wirklich Landschaften, die extrem schön sind. Auf dem ersten Blick wirkt diese Landschaft fast wie eine Filmkulisse. Doch zwischen den Kalksteinfelsen, kleinen Dörfern und Reisfeldern spielt sich bis heute ein ganz normales Leben ab. Die Landschaft rund um Tam Quoc und Bic Long gehören zum UNESCO-Landschaftskomplex Chang'an. Für das gesamte geschützte Gebiet gibt die UNESCO rund 14.000 Bewohner an. Die Mehrheit lebt in Familien, die Landschaft zur Selbstversorgung betreiben. Was für uns also nach einem perfekten Fotomotiv aussieht, ist für die Menschen vor Ort ein wichtiger Teil ihres Alltags und ihrer Lebensgrundlage. Die Reisfelder sind keine bloße Touristenkulisse, sondern gehören zu einer über Generationen bewirtschafteten Kulturlandschaft. Und genau diese Verbindung aus außergewöhnlicher Natur und echtem Leben macht Ninh Binh so besonders. Vielleicht entdeckt man sie deshalb auch am besten langsam, mit dem Fahrrad, statt nur von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten zu fahren. Ein Vorteil hat es auf jeden Fall, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, denn ihr könnt jederzeit anhalten, einmal absteigen und euch den Ort einfach genauer anschauen und richtig genießen. Wow, was für ein wunderschöner Ort. Schaut euch mal bitte dieses Bild hier an. Hier hinten haben wir die ganzen Kalksteinfelsen, hier unten Wasser, Gräser und Blumen und hier hinten schwimmen ganz viele Enten. Das ganze Bild sieht so idyllisch aus. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber man hört hier die ganze Zeit Vögel zwitschern. Ist auf jeden Fall ein sehr krasser Kontrast zu Hanoi. In Hanoi hat man eigentlich nur Mofels Hupen gehört und hier ist man richtig naturverbunden. Es sind auch kleine Enten. Das hätte man zum Beispiel alles nicht gesehen, wenn man mit dem Grab gefahren ist, also mit dem Auto.
Also die Fahrradtour lohnt sich auf jeden Fall bis hierhin. Aber wir machen hier erstmal eine kleine Pause, denn hier gibt es auch was zu sehen. Denn mitten zwischen den ganzen Reisfeldern befindet sich so ein schöner Tempel hier. Der Tempel heißt Tai-Vi-Tempel und ist über 700 Jahre alt. Und das Beste, der Eintritt ist komplett kostenlos. Okay, wir haben uns jetzt den Tempel fertig angeschaut und haben ein bisschen Hunger bekommen. Deswegen fahren wir nochmal die ganze Strecke zurück. Und vorne waren ganz, ganz viele Restaurants direkt am Wasser. Und da werden wir uns jetzt einfach hinsetzen und uns was zu essen holen. Okay, wir haben uns jetzt ein Restaurant ausgesucht und hier sind wirklich sehr, sehr viele Restaurants direkt am Wasser und wir haben jetzt auch einen Blick auf die ganzen Bootsfahrten hier und haben uns erstmal 2 Teller Reis mit Hähnchen und Gemüse bestellt und noch eine Kokosnuss. Hat zusammen 200.000 Dong gekostet. Ist jetzt nicht extrem günstig für vietnamesische Verhältnisse, also es gibt Restaurants, die wesentlich günstiger sind, aber das liegt halt hauptsächlich daran, dass wir gerade an den touristischen Spots sitzen, also direkt am Wasser und genau, man zahlt halt für die View. Man kann hier übrigens auch eine kleine Bootstour machen und die Locals paddeln nicht mit ihren Händen, sondern mit ihren Füßen. Die Bootstour können ihr entweder in Chang'an machen oder hier in Tam Kok. In Tam Kok wird mit den Füßen gepaddelt und in Chang'an mit den Händen. Wir waren letztes Mal in Chang'an und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn ihr zwischen einer Bootsfahrt in Chang'an und Tam Kok entscheiden müsst, kommt es ganz drauf an, was ihr mehr mögt. In Chang'an ist es viel größer, ruhiger und naturbelassener und die Route dauert ca. 2 bis 3 Stunden und in ein Boot passen 4 Leute rein. Also kann es auch passieren, dass ihr mit Fremden in einem Boot sitzt. Insgesamt führt die Route über relativ viele Höhlen und Kalksteinfelsen und ist das ganze Jahr schön. Tam Kok ist insgesamt kompakter und etwas touristischer. Die Strecke hier ist etwas kürzer, also nur 1,5 bis 2 Stunden und ihr könnt hier schon ab 2 Personen starten. Die Route führt hauptsächlich durch Reisfelder und einige Höhlen und ist besonders zur Reiszeit sehr schön, denn da ist alles grün und goldgelb. Kurz gesagt, für längere Strecken, Natur und mehr Ruhe empfehlen wir euch Chang'an. Hier fahren auch wirklich sehr viele vietnamesische Touristen. Wenn ihr ein bisschen kürzere Strecken haben wollt, mehr Reisfelder sehen wollt und mehr Leben, empfehlen wir euch Tam Kok. Von hier starten die Boote in Tam Kok. Leider sind wir etwas zu spät da und versuchen es einfach morgen nochmal. Aber ein Ticket hier kostet 350.000 Dong. Vereinzelt kann man sogar einige Locals sehen, die hier im Wasser ihre Wäsche waschen. Übrigens, wenn man so 17, 18 Uhr dann hierher kommt, kann man hier auch bei der Tanzgruppe beitreten, komplett kostenlos. Hier ist so eine vietnamesische Damentanzgruppe. Man kann sich einfach mit dazustellen und dann mit allen zusammen tanzen. Es ist jetzt Zeit für Abendessen und wir haben uns einfach direkt gegenüber einen Laden ausgesucht. Hier sind wirklich sehr viele Läden und der Laden sah halt voll aus, deswegen haben wir einfach den genommen. Insgesamt würden wir euch auch empfehlen, in Tam Kok zu übernachten, denn hier sind wirklich sehr viele Restaurants und auch sehr viele Cafés und kleine Shops. Dadurch ist es ein bisschen komfortabler für euch. Und hier sprechen auch die meisten Locals Grundenglisch, was auch sehr hilfreich ist, wenn ihr kein Vietnamesisch sprecht. Ihr müsst aber damit rechnen, dass es hier ein bisschen teurer ist, dadurch, dass es touristisch ist, aber die Preise sind trotzdem noch human. Also die Preise in der Stadt sind schon etwas teurer. Hier kostet eine Portion schon 260k. Wir haben heute einmal Ente bestellt für 195. Dann eine Portion Reis und eine Suppe für 65k. Und noch eine Kokosnuss für 35k. Und das ist das Essen. Es sieht wirklich sehr, sehr lecker aus und es riecht auch wirklich sehr gut. Also ich würde mal sagen, guten Appetit! Guten Morgen und willkommen zurück zu Tag 2. Wir fahren gerade zu den Moor Caves und die liegen ein bisschen weiter weg. Deshalb haben wir unser Fahrrad gegen ein Moped eingetauscht. Und das Ganze kostet auch nur 100.000 Dong für den ganzen Tag. Also super günstig. Und das kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr weitere Strecken habt oder einfach nicht Fahrrad fahren wollt. Mietet euch gerne ein Moped. Das gibt es wirklich an jeder Ecke.
Okay, wir sind jetzt da, beziehungsweise fast da. Wir müssen noch den ganzen Berg hochlaufen und dann sind wir da. Insgesamt muss man hier knapp 500 Stufen besteigen. Es ist schon ein bisschen anstrengend, aber man kann hier eigentlich überall Pause machen. Und es soll halt ganz oben die schönste Aussicht in ganz Ninh Binh sein. Deswegen hoffe ich, lohnt sich das auch. Währenddessen kann man diese Aussicht genießen. Wir sind jetzt da oben angekommen und ich muss sagen, der Ausblick ist einfach mega schön. Man kann sich hinsetzen, einfach die Aussicht genießen, die Natur genießen und es ist einfach mega entspannt, muss ich sagen. Wenn ich noch irgendwo einen Kaffee oder eine Kokosnuss herbekomme, dann ist es wirklich perfekt. Hier kann man ein Foto mit dem Drachen machen, aber es stellen sich auch schon sehr viele an. Es gibt hier auch eine wunderschöne Anlage und das hier ist auch alles im Preis inklusive. Insgesamt haben wir für den Eintritt 150.000 pro Person bezahlt. Letztes Jahr war ich auch hier, da hat es nur 100.000 gekostet. Es ist Zeit für ein Mittagessen und wenn ihr in Ninh Binh seid, können wir euch auf jeden Fall Bún Chả Quan empfehlen. Dieses Gericht ist wirklich sehr, sehr beliebt und es unterscheidet sich eigentlich kaum von diesem Bún Chả, was ihr vielleicht aus Deutschland kennt. Der einzige Unterschied ist eigentlich das Fleisch. Das Fleisch hier ist nämlich quadratisch in einem ganzen Stück gepresst und in Deutschland kennt man das eher, dass es so gehackt ist, beziehungsweise geschnitten ist und einzeln ist, aber hier bekommt ihr halt ein Stück. Ansonsten bekommt ihr hier ganz normal eine Fischsoße, Nudeln und Salat dazu. Also das hier ist eine doppelte Portion und eine Portion kostet 40.000. Und falls ihr noch eine Ladenempfehlung haben wollt, können wir euch Bún Chả Mon Nam empfehlen. Die Empfehlung haben wir auch von einem Local bekommen. Und tatsächlich sehe ich in dem Laden auch nur Vietnamesen essen, was auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen ist. Ein Besuch in der Hoa Lư Altstadt darf auch nicht fehlen, aber um genauer zu sein, es ist gar keine Altstadt. Sie wurde erst vor ein paar Jahren erbaut und ist 100%ig an den Tourismus ausgelegt. Besonders schön ist es hier am Abend, wenn die ganzen Lichter angehen und die Boote fahren mit den ganzen Laternen. Das ist auch ein bisschen inspiriert an Hoi An. Mitten auf dem Wasser befindet sich auch eine Bühne, da singt auch gerade jemand. Und ansonsten kann man hier einfach am Wasser entlang spazieren, sich hinsetzen in eines der Cafés und einfach die Aussicht genießen. Hier gibt es auch ganz, ganz viele Streetfood-Stände, wo man sich was zu essen kaufen kann oder einfach was zu trinken. Es gibt hier auch einen Ort zum Beten und es sieht wirklich sehr, sehr besonders aus. Schaut euch mal an, wie voll das hier einfach ist. Unglaublich. Wir sind gerade bis dahinter gelaufen und wollten eigentlich auf die andere Seite, weil da drüben auch relativ viele Shops sind. Aber es war einfach so voll, wir sind nicht durchgekommen. Deswegen haben wir uns jetzt einfach hier hingesetzt, unsere Kokosnuss bestellt und schauen das Feuerwerk von hier an. Insgesamt würde ich aber sagen, Ninh Binh lohnt sich auf jeden Fall, vor allem wenn ihr in Hanoi seid, denn die beiden Orte sind nicht weit voneinander entfernt. Und falls ihr mehr aus Vietnam sehen wollt, schaut euch auch gerne dieses Video hier an.